Selbst anbauen, selbst ernten, sich selbst versorgen. Viele fasziniert der Gedanke. Ich bin bei Menschen zu Besuch, die genau das versuchen. Bei Selbstversorgern. Tolle Vorstellung für mich, aber geht das? Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Garten zum Rumexperimentieren. Das bin ich, Simon, und das ist Steffi Scheidler aus Nordhessen. Sie versucht genau das mit ihrem Mann Daniel und ihren 3 Kindern. Hallo, hi. Du bist Daniel? Ganz genau. Simon, hallo. Und die 3 Jungs sind Jaron, Torin und... Wen habe ich vergessen? Arjen. Hi, Arjen. Und Bella, ja. Und Bella ist auch dabei und die freut sich sehr. Ja. Steffi und Daniel wohnen auf dem Land, in der Nähe von Kassel und haben hier einen echt gut bestückten Garten. Unser Hochbeet, Kapuzinerkresse ist das mittlerweile aber auch ziemlich am Ende. Bella ist Bella hat schon wieder einen Apfel. ja, ein vegetarischer Hund. Ja, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Huch. Oh, eine Gartenhütte. Eine kleine Gartenhütte. Genau. Was wir halt auch so ein bisschen als Lagerraum nutzen, ne, für Kartoffeln. Oh. Frühkartoffeln. Das ist so eine rote Sorte hier hinten. Und da sind noch mehr. Ja, das sind auch. 2 fette Körbe voller Kartoffeln. Ja, Kürbisse. genau. Die müssen wir auch noch ein bisschen verarbeiten. Und Hühner habt ihr natürlich. Und Hühner haben wir, Warum haltet ihr die? damit wir Eier haben. Wirklich nur Eier? Ja, gegessen haben wir noch keins. Wirklich nicht? Nein. Nee. Und wenn sie umfallen? Ja, dann müssen wir sie begraben. Schlachten kommt nicht in Frage. Dafür sind ihnen die Hühner zu sehr ans Herz gewachsen. Guck mal. Ja gut, das Gewächshaus nehme ich halt meistens so zum Vorziehen. Ne? Oh, Hier ist jetzt noch ein bisschen Paprika drin. Chilis sind noch da. Übrig gebliebene Tomaten. Eine Gurke hängt auch noch. Ja, aber das ist jetzt alles am Ende. was haben wir denn hier Feines? Da ist noch der Rest vom Acker dieses Jahr. Die Kartoffeln sind jetzt späte Kartoffeln, die sind jetzt noch drin und die müssen jetzt auch eigentlich raus. Nachhaltiger leben. Das wollen wir doch alle. Steffi versucht das und hat ihren Garten entsprechend bepflanzt. Aber eine 5-köpfige Familie versorgen, nur mit dem bisschen Garten? Wie soll das gehen? Die nächsten 7 Tage bin ich bei Familie Scheidler und will wissen, wie entschlossen man eigentlich sein muss, um als Selbstversorger zu leben. Ah, grab mal. Oder? Sieht nicht mehr so schön aus, ne? Ja, da ist die Schnecke drin. Ih. Ah ja, es ist eine Schnecke. Ja, Die hat sich schon bedient einmal. da ist doch was. Ja, Man sagt ja, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Dann seid ihr heute die schlausten. es ist schon ärgerlich, wenn wirklich nur eine oder 2 drunter sind. So ein paar wären noch ganz schön, ne? All der Schweiß. Für diese Kartoffel. Die ist gut. Puh. Also die Späten sind nichts geworden dieses Jahr. Quasi gar nichts, ne? Aber ihr müsst nicht hungern. Nein. Das ist ja das Gute daran, dass man es halt wirklich dann auch zukaufen kann. Ne? Ja. Also ganz ohne dazukaufen geht's nicht, obwohl Steffi schon viel selbst macht. Das sind eingekochte Chilis, Gurkensalat, Krautsalate, Marmeladen, verschiedene Apfelmus, Tomatensoße, Rotkraut, Trauben- und Kirschsaft ist das und jede Menge Gurken noch. Die sind aber vom letzten Jahr, weil wir so viele hatten. Und Holundersirup. Eine prall gefüllte Vorratskammer. Und trotzdem reicht's offenbar nicht, um sich komplett zu versorgen. Aber darauf kommen wir noch zurück.
Später am Tag soll ich Äpfel pflücken. Das hier ist auf einem anderen Gelände der Familie, ein paar Kilometer vom Haus entfernt. Nur der Garten am Haus reicht also tatsächlich nicht als Anbaufläche aus. Boah, ich merke aber, wenn der Sack hier oben voll ist, dann wird der Stab ganz schön schwer. Meine Güte. Insgesamt hat die Familie knapp 6000 Quadratmeter Fläche. Teils gekauft, teils geerbt, teils gepachtet. Die sehen nicht besonders schön aus, aber zum Apfelsaft machen sind sie eigentlich tauglich. Du bist gut gefallen. Den nehmen wir auch noch mit. Es ist ein kleines Paradies, wirklich. Also vor allem, weil es hier halt auch wirklich, es sind nur heimische Pflanzen hier. Also nichts, was hier eigentlich nicht hingehört. Und ja, einfach dadurch, dass es halt so verwildert ist, ne? Zugewachsen ist, verwildert ist. Ja, dann machen wir die Wanne noch voll, oder? Die Wanne machen wir voll, ja. Die Äpfel braucht die Familie dieses Jahr dringender als sonst. Die Ernte war gar nicht gut. Steffi guckt, ob ich alles richtig mache. Eigentlich ist sie Erzieherin, momentan in Elternzeit. Ja, ich glaube, im Supermarkt würde ich die nicht kaufen, weil die so viel Flecken haben. Mhm. So denken viele. Das ist ein großes Problem. Und das ist das, was eben halt in den Tonnen landet. Insektengift benutzt Steffi nicht. Natürlich nicht. Alles hier ist Bio. Und Teile des Gartens lässt sie sogar absichtlich verwildern. Für die Tiere. Ich finde, dass dieses ganze Selbstversorger-Ding halt so ein Geben und Nehmen ist. Ne? Ich nehme mir ja auch aus der Erde oder von den Bäumen. Und die Insekten haben ja schon auch ihren Teil dazu beigetragen, dass es überhaupt wächst und was an die Pflanzen rankommt. Und ich finde, dann kann ich auch irgendwo was zurückgeben und kann also einen Lebensraum für diese Tiere halt schaffen. Bei dir steht ja dann irgendwie auch Naturschutz im Vordergrund, oder? Auf jeden Fall ist ein großes Thema, ja. Klimaschutz, ja, Artenschutz. Mhm. Warum ist dir das so wichtig? Also ich weiß, dass es wichtig ist, ne? Aber warum ist es dir so wichtig? Warum es mir wichtig ist, weil ich glaube mittlerweile einfach auch jeder mitgekriegt hat, wie es aussieht, also hinsichtlich Klima und auch Artensterben. Und für uns als Eltern ist halt auch wichtig, ist einfach eine Zukunft zu schaffen für unsere Kinder, ne? Dass die halt auch noch was davon haben, also ne? Von der Natur. So, dann schleppe ich das jetzt ins Auto, ja? Ja. Aus den Äpfeln machen wir morgen Apfelsaft. Für mich ist das echt eine ungewohnte Arbeit. Landleben ist eigentlich nicht mein Ding. Ich wohne mitten in Frankfurt und habe noch nicht mal einen eigenen Garten. Mir wird klar, ohne genug Platz klappt so ein Selbstversorgerkonzept nicht. Erst recht nicht, wenn man eine ganze Familie versorgen möchte. Dazu kommt, so viel Fläche, wie man braucht, kann man sich wirklich nur auf dem Land leisten, wie hier in Nordhessen. Und selbst das kann auch nicht jeder. Am nächsten Tag fangen wir sehr früh an, um zu kochen. Natürlich mit Zutaten aus dem eigenen Garten. Also auf jeden Fall brauchen wir Zwiebeln. Ja. Ich weiß noch, wo Sie sind, im Gartenhäuschen, ne? Da vorne hängen sie dran. Ja. Langsam kenne ich mich hier ja aus. 1. Was wird's am Ende? Gulasch, ne? Gulasch, das war ja. der Plan. Mhm. Und wir machen das Im Kessel, im Kessel, überm Feuer. überm Feuer. Die Familie kocht oft draußen. Heute Rindergulasch und ich erwische mich bei einem Vorurteil. Ich habe damit gerechnet, dass die Familie überhaupt nicht regelmäßig Fleisch isst, wegen der Nachhaltigkeit. Doch Steffi und Daniel sind da alles andere als verbissen. Für uns ist es irgendwann halt vor ein paar Jahren in so eine Richtung gelaufen, dass dieses ganze Öko- und Nachhaltigkeits- und Klimaschutzding wirklich dahin gekommen ist, dass wir halt ein permanent schlechtes Gewissen hatten und ständig überlegt haben, können wir das jetzt machen? Ist das ökologisch vertretbar oder nicht? Und wenn sich dein ganzer Alltag irgendwie nur noch darum dreht, das zu hinterfragen, dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und das war fast irgendwo so der Moment, wo wir gesagt haben, wir lassen das einfach. Du warst kurz davor, dass du ja, sagst, wir haben auch, ja genau, also wirklich so, dass wir gesagt haben, es ist einfach, das bestimmt so deinen ganzen Alltag irgendwann. Ne? Das ist klar, das kommt auch durch diesen ganzen
Social Media, ne, Instagram, die ganzen 150-prozentigen. Und das war echt so dieser Punkt, wo wir das alles umgeworfen haben und gesagt haben, wir müssen für uns so diese Richtung neu definieren. Ohne darüber nachzudenken, ob es jetzt vertretbar ist und ökologisch korrekt ist. Deswegen haben sie auch kein Problem damit, Fleisch zu essen. Nachhaltigkeit ja, aber nicht um jeden Preis. Ist das vielleicht auch der Grund, warum ihr nicht vegan lebt? Was hältst du von Veganern? Oh, ja, finde ich gut, wenn jemand das macht, wenn er davon überzeugt ist. Finde ich es okay. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass es unbedingt die gesündeste Variante ist zu leben. Also das ist der Aspekt daran und gar nicht der Umweltschutzaspekt? Nee, das kann ich auch anders erreichen, indem ich einfach wirklich gucke, was ich kaufe, wo ich kaufe, ne, wie ich esse, welche Sachen ich dafür benötige. Ich glaube nicht, dass nur vegan alleine das ausmacht. Und wenn ich mir aber wirklich was umständlicher ist, also für uns manchmal umständlicher ist, diese einzelnen Stellen zu suchen. Wo bekomme ich mein Fleisch her, wo bekomme ich meine Milch her? Ja, und kaufe das dann aber eben regional und kaufe es auch möglichst unverpackt. Finde ich, bin ich für mich einen Schritt weiter, als zu sagen, ich beharre jetzt darauf und lebe vegan. Ich glaube, das würden Veganer anders sehen. Das können sie ja auch. Ich habe da ja auch kein Problem mit, wenn jemand was anders sieht. Und es gibt aber auch viele, die wir kennengelernt haben, die eben so radikal vegan leben, dass sie mit uns dann nichts mehr zu tun haben wollten, weil wir es eben nicht tun. Ehrlich? Und die Kinder hier also dann mit unveganen Dingen in Kontakt kommen. Ja. Das ist die gibt's auch. Ja, die gibt es auch, ja klar. Natürlich. Also die Dinge, wo dann vor gemeinsamen Spielplatzbesuchen also darum gebeten wurde, dass wir bitte keine unveganen irgendwas mitbringen, irgendwelche Snacks oder was auch immer, damit ihre Kinder eben halt nicht damit in Berührung kommen. Schwierig, ja? Schwierig, ja. In das Gulasch kommen neben dem Fleisch auch Karotten und Zwiebeln. Woher das Fleisch stammt, erfahre ich später, jedenfalls nicht aus dem Supermarkt. Jetzt dauert es 3 Stunden, bis das Gulasch fertig ist. Viel Zeit. Aber bis dahin kann ich mich nicht ausruhen. Die Äpfel von gestern müssen verarbeitet werden zu Apfelsaft. Dafür ist Steffis Mann Daniel zuständig. Und jetzt auch ich. Gibt es nicht manchmal auch so den Tag, wo du hier stehst und denkst, ey, gar keinen Bock jetzt, weiß ich nicht, irgendwas zu essen anzufassen? Essen anfassen? Ja, also irgendwas selbst angepflanztes jetzt verarbeiten zu müssen und weil es weg muss. Gibt es da nicht einen Tag, wo du sagst, ich habe die Schnauze voll? Da gibt es den Tag, hast die Schnauze voll, aber dann kommt der neue Tag. Das geht schon. Gut, wir haben uns das ja so ausgesucht. Für Daniel gibt's fast nichts Schöneres als so eine Arbeit. Aus Spaß. Der Spaß darf nicht verloren gehen, sag ich mal, weil sonst wird es dann irgendwann doof. Das muss Spaß machen. Ja, das ist das Zusammenspiel aus Vorschub und Drehen. Das, was hier im Film ein paar Sekunden dauert, waren in echt mehrere Stunden Arbeit. Und doch ziemlich anstrengend für meine Arme. Gleich hast du es geschafft. Ist kein Apfelsaft. Kurbeln, drehen, pressen, alles für Apfelsaft, der im Supermarkt eigentlich nur wenige Euro kosten würde. Schon sehr idealistisch, finde ich. Du machst Äpfel. Wir kochen gerade da drüben einen Gulaschtopf auf dem Feuer mit euren eigenen Zwiebeln. Das ist schon krass. Für euch ist normal, ne? Ja, relativ. Ja, klar. Für mich ist nicht normal. Für mich ist normal, abends noch mal zum Supermarkt zu gehen, wenn ich da noch was brauche. Zum Supermarkt oder zu anderweitigen Schnellrestaurants? Kochst du selber? Ich koche auch selber. Auch koche ich mal selber.
Ja gut, das heißt ja nicht, dass wir hier alles nur selber machen. Wir gehen natürlich auch irgendwo hin oder sonst was, aber versuchen doch schon so viel wie möglich selbst zu machen. Esst ihr Fastfood? Ja. Ehrlich? Ja klar, hallo, 3 Kinder. Ja. Wir versuchen es einzuschränken, natürlich, aber das ist ein Highlight. Ja, das überrascht mich jetzt schon, aber passt ja irgendwie. Ein pragmatischer Umgang, wie bei allem. Aus den Whiskygläsern. Sieht fast so aus. Genau. Prost. Prost. Ja, kann man trinken, ne? Auf alle Fälle. Wahnsinn. Hübsch süß. Mhm. Und jetzt erfahre ich auch, woher das Fleisch kommt. Natürlich auch Bio. Er schmeckt gut. Das ist uns sehr gut gelungen. Ja, mein Cousin, ich habe 2, jeweils Biobauern. Ich habe mehrere Cousins, aber 2, die sind Biobauern. Und der eine hat Galloways. Ja, also die Diese Hochlandrinder, Rinder. genau, die Hochlandrinder. Es wird ja im Moment mehr wieder regional, wie sie alle werben und sowas, gekauft in Anführungszeichen. Ne? Und das ist das Schöne auch daran, dass auch solche Leute dann Daseinsberechtigung haben und dass sich das auch lohnt vor allen Dingen. Das ist ja immer das Wichtige. Die Arbeit muss sich ja lohnen. Am nächsten Tag sind wir in einem weiteren, im 3. Garten. Ich soll neue Pflanzen setzen für die Zukunft. Wir haben auf jeden Fall eine schwarze Johannisbeere, eine Heidelbeere, eine Stachelbeere noch. Und dann haben wir hier hinten noch eine schwarze Johannisbeere. Das ist noch eine Heidelbeere und das ist noch eine Brombeere. Ja, schnapp den Spaten. Da ist ein Spaten. Den hole ich mir von Daniel. Genau. Danke dir. Bitte schön. Okay. Ja? Hier darfst du mal ein Loch graben. Gut. Ja, ist hart. Sonst würden wir es selber machen. Selbstversorgung heißt langfristig denken, lerne ich. Johannisbeermarmelade, Stachelbeerkuchen gibt's also erst in 2 Jahren. Guck mal, hier ist noch ein bisschen. Da muss noch ein bisschen Erde rein. Ja. Und zu. Braucht schon noch ein bisschen. Ja, an manchen Stellen ist es einfach. Ja, das geht schon viel besser. Sag mal, das ist irrsinnig schwer, das Ding. Wir können es auch zu 2 tragen. Ja, komm, mach mal. Ja, das ist ja nicht ganz so. Was ist da drin? Das ist Zuckerwasser. Also Zucker, 20 Kilo Zucker in 13 Kilo Wasser aufgelöst. Oder Liter, hier ist gut. Ja, okay. Der Zucker ist für Daniels große Leidenschaft, seine Bienen. Er verdient sein Geld eigentlich als Mechaniker bei einem Autohersteller. Nebenher verkauft er Honig. Übrigens das einzige Produkt, das die Familie überhaupt verkauft. Warum hast du angefangen zu imkern? Hatte das irgendwie einen besonderen Grund oder isst du so gerne Honig? Gar nicht. Der Honig war gar nicht das Ausschlaggebende. Es war einfach das Tier selber. Also ich sage auch mal, es tut auch ein bisschen weh, aber das gehört halt dazu. Und naja, also mich faszinieren die Tiere. Und wie gesagt, das Frühjahr. Man fiebert da, also ich persönlich fieber immer aufs Frühjahr hin, um wieder mit den Bienen, an den Bienen zu arbeiten. Allein der Geruch, wenn man an so einen Stock dran geht. Wie riecht das? Das riecht so nach frischem Wachs. Klasse Geruch. Wir ziehen uns jetzt erstmal richtig an, ne? Genau. Ups. Na gut. Das Futter, das verarbeiten die Bienen. Die packen das in die Waben wie den Honig, den sie ja eigentlich für sich sammeln. Den ich ihnen aber geklaut habe. Und deswegen gibst du denen jetzt das so? Genau, da ich ja den Honigraum leer mache, muss ich denen eine gewisse Kilozahl als Ersatzfutter einfach stellen, weil sonst würden die verhungern Ja, okay. im Winter. Das wollen wir nicht, deswegen. Genau, das wollen wir nicht. Du kannst den voll machen, wenn du das zutraust. Hier oben drauf? Deckel ab.
Deckel ab und dann? Die Kiste voll machen. Okay. Aber in die Schüssel, nicht daneben, ne? Okay. Das ist ja was ich so zu Hause echt nicht so gut nachmachen kann, ne? So selbstversorgungsmäßig. Bienen? Ja, würden sich die Nachbarn zumindest, glaube ich, beschweren. Es gibt verdammt viele Großstadtimker. Auf dem Dach, ne? Viele. Ja. Ganz viele. Die haben dann nicht die Masse da stehen. Die haben dann so 5, 6 Stück da stehen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Deswegen machen das auch viele. Einfach oben auf dem Dach. Wie viel nimmst du für ein Glas Honig? Ich nehme jetzt mittlerweile 5,50 €. Aber ich sage mal, ich baue die teilweise selber, die Holzkisten. Die Arbeit mache ich mir, was auch günstiger ist, um sie selber zu bauen halt einfach. Es gibt das Ganze ja auch in Styropor. Styroporkisten, aber das finde ich persönlich nicht ganz so schön. So bionah wie möglich. Nächste schon. Noch ein bisschen Zuckerwasser in den Eimer bitte. Boah, du sagst zwar immer, dass du gar nicht so idealistisch bist. Ich glaube, du bist schon ziemlich idealistisch. Meinst du? Ja. Na komm. Idealistischer als 95% der Leute, oder? Oh, das ist auch ein Kompliment, Dankeschön. Ja, wie gesagt, so ein bisschen. Ne, ich sage, es ist ein Hobby, was Geld kostet und was auch ein bisschen Geld einbringt. Passt dein Lebensstil eigentlich mit deinem Job zusammen? Ich arbeite in der Automobilindustrie, das ist richtig. Gut, da wandelt sich ja die Zeit jetzt auch, aber du, das ist dann wieder, man kann ja nicht alles. Dann müssten wir so im Wald ziehen oder so und komplett alleine. Das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache, glaube ich. Man muss ja noch am Leben teilnehmen, an der Welt. Man muss es nur versuchen, so gut wie möglich hinzukriegen. Lebst du nachhaltig und wo könntest du es besser machen? Besser mal ein Auto fahren. Du fährst so viel Auto, sagst Ja, definitiv. Aber mit 3 Kindern kommt man nicht mit dem Lupo aus. Das geht halt einfach nicht. Ja, da sind auch so gewisse Grenzen gesetzt. Wir sind ja schon vom Dodge Ram auf dem... Bitte? Wir hatten einen Dodge Ram, ja. Ein schönes Auto. Also für alle, die es nicht kennen, Dodge Ram ist ein gigantischer Pickup. Ja, voll geil. Wie lang? 6,34 Meter. Utopisch lang. Ich sage, man muss ja auch immer noch so ein bisschen leben. Ne? Und das war ja auch vor, wann haben wir den gekauft? Ach Gott, da war der Ein. Ja, 7 Jahre. Da sind wir auch nicht viel mitgefahren. Das war mehr so haben, ein bisschen rumcruisen und dann hinstellen, weil 20 Liter Sprit. Der braucht 20 Liter. Ja. Aber es war einfach nicht wirtschaftlich, deswegen ist das Teil auch wieder weggekommen. Wir haben es mal gemacht und jetzt sind wir anderweitig unterwegs. Shut up and drive, drive, drive. Shut up and drive, drive. Ohne Auto geht hier mitten auf dem Land, selbst in der Nähe von Kassel, nämlich gar nichts. Egal wie nachhaltig man sein möchte. Denn auch eine Selbstversorgerin muss mal einkaufen. Weil Steffi aber so viel selbst macht, spart sie Geld. Dadurch reicht's mittlerweile statt für den Discounter nun für den Biomarkt. Manche Produkte wie Bananen und Joghurt können die Scheidlers eben nicht selbst herstellen. Die müssen zugekauft werden. Wie würdest du sagen, gewichtet sich das so? Also Das ist unterschiedlich. Also wenn ich ein gutes Erntejahr habe, dann nicht so viel. Und dieses Jahr ist es eigentlich eher schlecht gewesen. Also ich würde sagen, dass ich so 60% schon zukaufen muss dieses Jahr. was ist das? Ja, Fleisch auf jeden Fall, solche Sachen. Getreide, Milch. Aber kein Obst, kein Gemüse, keine Beeren. Zumindest bis ins Frühjahr, ne? Dann muss man halt gucken. Irgendwann kommt natürlich schon die Zeit, wo ich dann zukaufen muss. Also rund ums Jahr klappt es nicht. Na, also dann wird es auf jeden Fall eine lange Zeit bestimmte Sachen nicht geben. Da hätte ich auch keine Lust drauf. Den ganzen Winter nur Kohl essen, da wäre reine Selbstversorgung ziemlich spaßbefreit. Bei Milch ist Steffi noch mal wählerischer. Die kauft sie nicht mal im Biomarkt, sondern direkt vom Bauern. Mir fällt auf, wieder eine Autofahrt mehr, die ich als Städter nicht habe. Fährst du mit deinem Auto echt weit bis hier? Stimmt, normalerweise verbinde ich es halt, ne, wenn ich jemanden besuchen fahre. Wir sind hier auch beim Arzt im Nachbarort. Wir gehen hier viel spazieren im Reinhardswald, Pilze sammeln jetzt so im Herbst.
Und es ist halt für uns auch einfach mittlerweile so, wenn es halt mal nicht mehr verfügbar ist, dann ist die Milch halt auch mal 2-3 Tage nicht vorhanden zu Hause. Aufstocken. Jawohl. Moment. Ja. Feuer! Na, warte mal ein bisschen. Ein. So, dann kannst du schon mal einsteigen, Ein. Warum holst du deine Milch hier? Weil ich Rohmilch woanders nicht kriege. Also im Laden. Und ist dir das wichtig? So? Also warum Ja, soll es schon, Rohmilch wenn- sein? Weil sie nicht erhitzt ist, weil noch alles drin ist. Ne? Also sämtliche Inhaltsstoffe sind noch so erhalten, wie es eigentlich sein soll. Und was für mich halt das Wichtige ist, ist, dass einfach diese Bakterien nicht abgetötet sind, die viele für gefährlich halten. Im Endeffekt sind sie aber ziemlich gut für den Darm, für die gesamte Verdauung und somit eben halt für die Gesundheit. Ne? Rechtlich müssen die Bauern deshalb empfehlen, dass man die Rohmilch nur abgekocht trinken darf. Am nächsten Tag machen wir Sauerkraut ein. Die besten Lebensmittel sind wertlos, wenn sie nicht haltbar gemacht werden. Das hier ist eigentlich der wichtigste Teil am Selbstversorgen. Ohne das Haltbarmachen bringt auch die Ernte kaum was. Auch die letzten Kürbisse sind heute dran. Daraus soll Suppe werden. Die Suppe würde schnell schlecht werden. Deswegen kommt sie in Einmachgläser und wird eingekocht. Jetzt ist sie monatelang haltbar. Alles landet am Ende in Steffis Vorratskammer. Hier ist alles gesund, alles öko. Finde ich richtig cool und doch kann ich mir nicht vorstellen, mich immer nur so zu ernähren. Ich glaube, am Ende sind wir ja alles irgendwie Menschen. Und wir haben irgendwie auch mal eine Gelüste, wenn es eine Currywurst ist. Ja, aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht, also ich für mich finde einfach, dass 100 Menschen, die es unperfekt machen, viel mehr letztendlich bewegen können, als einer, der es 150%ig macht. Ne? Und wir haben das auch gehört, dass das, wie wir das vorhaben, wie wir anbauen wollen, dass das nicht funktioniert und dass das Quatsch ist und niemals funktioniert. Und letzten Endes funktioniert es in den meisten Fällen doch. Da ist mal eine Kartoffel, die halt von der Schnecke angefressen ist. Ja, das ist dann, ja, das ist die, dann habe ich halt Pech gehabt in dem Moment. Deswegen steht mein Baum aber trotzdem auf dem Land und wächst und mein Strauch und die Biene kann da trotzdem reinfliegen. Unabhängig von meiner Kartoffel oder von meinem Kohl. Und dann haben die Schnecken sich halt gefreut. Ich mache das, was ich leisten kann. Manche Sachen kann ich auch nicht leisten. Zum einen, weil ich 3 Kinder habe. Es ist eine finanzielle Frage. Ich kann nicht jeden Monat für hunderte Euro irgendwelche Pflanzen kaufen. Obwohl du es manchmal tust. Ja, schon. Aber es ist, wenn man so will und vielleicht ein bisschen radikaler denken möchte, dann müsste es eigentlich viel mehr sein. Heute ist mein letzter Tag bei den Scheidlers. Ich habe gelernt, wie anstrengend Selbstversorgung ist, aber auch wie erfüllend es sein kann. Mir gefällt, wie wenig verbissen die Familie an das Thema rangeht. Das erste Mal regnet es in dieser Woche. Ich hatte Glück, musste nie bei Regen auf dem Feld stehen. Habe ich mich gut angestellt? Oder? Ja, doch. Ja. Ich war sehr beeindruckt. Auf jeden Fall. Ja, doch. Du hast gut mitgemacht. Gut. War gut. Würdet ihr sagen, ich habe das Zeug zum Selbstversorger? Ich weiß selbst nicht, ob ich es hatte, aber gut. Mit viel gutem Willen auf jeden Fall. Selbstversorgung im eigenen Garten, wäre das was für euch? Würdet ihr zu Hause was anpflanzen oder macht es vielleicht sogar schon? Oder lebt ihr vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise nachhaltig? Schreibt es mir mal hier unten in die Kommentare. Pflanzt schön an und habt vielen Dank, dass ich euch so lange begleiten konnte. Also es war für mich eine wahnsinnige Erfahrung. Ja. Ja, ich werde es mir echt überlegen, ob ich doch mal so ein paar kleine Pflänzchen ansetze. Glaubt man nur, im Blumenpott kann man viel machen. Ein Arbeitskollege, der hat eine Dachgeschosswohnung, der macht Kartoffeln, Tomaten. Auch in der Stadt, geht auch. Ihr Lieben, alles Gute euch und Dir auch. baut schön an. Wünsche ich auch alles Gute.
Macht's gut. Mach's gut. Tschüss. Mich komplett selbst zu versorgen, kommt für mich echt nicht in Frage. Das passt nicht in mein Lebenskonzept. In das von Steffi und ihrer Familie aber schon. Ich bewundere sie für diese Energie. Und vermisst werde ich anscheinend auch schon. Bella! Ah, komm her. Komm hierher.